Willkommen im Hochofengartenjahr 2025. Die Thermometer klettern auf 36 Grad. Der Asphalt flimmert und die Nachrichten sind sich einig. Apokalypse incoming. Klimakollaps, Hitzetod, Wasserknappheit. Da fehlen nur noch die 4 Reiter der Apokalypse in der Wetterkarte integriert. Aber wisst ihr was? Ich nenne es einfach Sommer. So wie früher, als wir noch mit Eis am Stiel auf dem Klappstuhl saßen. Nur dass die Wetterkarten damals orange waren, nicht blutrot bis schwarz. Vielleicht war einfach der Buntstift leer. Oder wir hatten optimistischere Röhrenfernseher. Und wenn ich so auf die Wettervorschau für die nächste Woche schiele, tja, da steht schon wieder Regen drin. Also tief durchatmen, Fernseher ausschalten, falls nicht schon längst entsorgt, und einfach mal freuen, dass der Sommer da ist. Nämlich der echte. Mit Schweiß auf der Stirn, Eistee im Glas und Tomaten, die aussehen, als wollten sie direkt ins Caprese-Buffet springen. Aber, und jetzt kommt's, genau das ist auch die Stunde der stillen Angreifer. Während wir chillen, lauert schon ein alter Bekannter in dem Schatten. Die Braunfäule. Noch ist sie nicht da, noch flüstert sie nur, aber sie wartet. Auf unseren ersten Fehler, den ersten feuchten Morgen, das vergessene Ausgeizen. Und dann? Dann wird aus dem Sommertraum ganz schnell ein matschiges Drama. Denn dieser pilzähnliche Eindringling, Phytophthora infestans, klingt wie ein verbotener Zauberspruch aus Hogwarts und wirkt fast genauso destruktiv. Er liebt feuchte Sommer genauso wie ich meinen frischen Hefesud. Nur der Unterschied, ich hinterlasse prickelndes Leben. Er hingegen hinterlässt Matsche und Frust. Ich muss euch was gestehen. Vor 3 Jahren hatte ich eine ungarische Tomatensorte entdeckt. Riesendinger. Die Pflanzen wurden 2 Meter hoch. Und die Früchte groß wie Babykürbisse. Ich war verliebt. Und dann kamen 3 Tage Regen. Danach war alles dahin. Ich habe innerlich geweint und äußerlich zu viel Brennnesseljauche getrunken. Therapeutisch natürlich. Aber genau da habe ich mir geschworen. Nie wieder einfach zuschauen. Ich will, dass meine Tomaten leben. Deshalb zeige ich euch heute meine persönliche Anti-Braunfäule-Strategie. Ganz ohne Chemie, mit Hausverstand. Ein paar Labormikroben und einem dicken Lächeln. Seid ihr bereit? Na dann Gummistiefel an, wir starten. Und damit ein herzliches Willkommen hier bei Greenhorns Gartenwelt und ich bin Greenhorn. Die Braunfäule. Botanisch auch bekannt als Phytophthora infestans, ist ein echter Fiesling. Ein pilzähnlicher Organismus, der sich bei kühler, feuchter Witterung so richtig wohlfühlt. Während wir uns bei Nieselregen aufs Sofa kuscheln und Netflix anschmeißen, tanzen seine Sporen Tango auf feuchtem Laubparkett und ohne Einladung. Sie reisen mit dem Wind, surfen auf Regentropfen und verstecken sich auf Gartenscheren wie blinde Passagiere auf einem Kreuzfahrtschiff. Und sie sind schnell, schneller als du Basilikum Pesto mit veganer Mozzarella gurgeln kannst. Erst entstehen wässrige Flecken auf den Blättern, dann faulen die Stängel und schließlich verwandelt sich pralle Tomate in traurige, matschige Bälle. Und das alles in Rekordzeit. Die Braunfäule ist kein langsamer Genusszerstörer, sie ist ein Hochgeschwindigkeitszug direkt in den Kompost. Was sie besonders hinterhältig macht, sie nimmt keine Rücksicht auf Nachbarschaft. Auch Kartoffeln sind ihr Recht. Und wer glaubt, im Nachbarbeet sei man sicher, hat wahrscheinlich auch mal gedacht, dass Tomatenpflanzen gern gestreichelt werden, oder? Wenn Phytophthora loslegt, hilft nur noch beten oder ein ziemlich guter Plan. Und genau den bekommst du jetzt. Wenn du bei Google Braunfäule bekämpfen eingibst, bekommst du eine Liste so lang wie eine Klopapierrolle im Hamsterkauf. Und mittendrin Empfehlungen, die irgendwo zwischen Hexenküche, Hausapotheke und Wunschdenken pendeln. Ein echter Dauerbrenner? Backpulver mit Spüli und Öl. Tja, klingt wie ein Rezept für eine Do-yourself-Hautcreme aus dem Bastelheft deiner Oma, ist aber laut Internet ein wahres Superfundizid. Die Idee dahinter? Tja,
Das Natron soll den pH-Wert auf den Blättern erhöhen, um es dem Pilz ungemütlich zu machen. Tja, klingt plausibel, oder? Blöd ist nur, Natrium schadet der Pflanze auf Dauer. Und Spüli greift die Zellstruktur an und Öl? Tja, das legt sich wie ein Sonnenölfilm auf die Blätter. Hübsch glänzend, aber atmungstechnisch ein Totalschaden. Und wenn es regnet? Na, dann war's das mit den Schutzfilmen. Dann schillert die Brühe höchstens noch als bunter Regenbogen auf den Boden. Vielleicht freut sich die Schnecke, wer weiß. Der nächste Hit im Internet ist zu finden mit Bananenschalen im Beet. Warum? Na, weil Kalium, sagen zumindest manche. Ich sag Quatsch. Die Schale verrottet im Schneckentempo und bis dahin gammelt sie rum wie eine verlorene Biotonne im Hochsommer. Effekt für die Pflanze? Gering. Effekt für den Igel? Vielleicht ein Snack. Oder wie wär's mit Silberfolie um die Stängel? Vermutlich in der Hoffnung, Dracula und die Braunfäule gleichzeitig zu vertreiben. Ist nur leider weder wirksam noch hübsch. Und Essigwasser? Naja, klar. Wenn du deinen Garten gerne in einen sauren Gurkensalat verwandeln willst. Und Kupferpräparate? Wirksam, ja, aber ökologisch umstritten und im Biogarten bestenfalls eine Übergangslösung. Kurzum, es gibt viele Ideen im Internet zu finden. Manche aus Erfahrung geboren, andere eher aus Langeweile bei Vollmond. Deshalb mein Tipp: Hirn einschalten, kritisch bleiben, testen und vor allem dieses Video bis zum Ende schauen. Es wird besser, versprochen. Jetzt aber genug vom wilden Internet. Zeit für solide Gartenmagie mit Verstand. Die gute Nachricht: Es gibt eine Art 3-Schichten-Schutzschild gegen Braunfäule. Wie bei einem mittelalterlichen Ritter, nur ohne Rüstungsknecht, dafür mit Gießkanne und Sprühflasche. Stufe 1. Die Rüstung. Belüftung und Hygiene. Wer seine Tomaten liebt, lässt sie atmen. Also regelmäßig ausgeizen, untere Blätter entfernen und stickige Gewächshausluft vermeiden. Wie schlechte Ratgeber in Foren. Sporen mögen es feucht und stehende Luft. Nimm ihnen den Spaß, mach's luftig. Stufe 2. Der Umhang. Hausmittel mit Power. Schachtelhalmtee. Wirkt wie Kieselsäure-Botox, strafft die Zellwände, ganz ohne Nadeln. Knoblauchbrühe. Das Pfefferspray der Natur. Gegen Vampire, Braunfäule und alles so dazwischen. Und Milch. Verdünnt aufgesprüht, wirkt antiseptisch. Klingt wie das Rezept aus der Hexenküche, aber funktioniert besser, als man denkt. Und ja, wer dabei zufällig Hunger bekommt, na bitte nicht aus der Sprühflasche trinken. Stufe 3. Der unsichtbare Held. Mikroben mit Muskeln. Bacillus subtilis. Ein Bakterium mit Charakter. Freundlich zur Pflanze, gnadenlos zum Pilz. Er stimuliert die pflanzeneigene Abwehr wie ein pflanzlicher Personal Trainer mit Mikroskophintergrund. Und dank eines Haftmittels wie Liposan bleibt es selbst bei Regen, wo es hingehört, auf dem Blatt, nicht in der Pfütze. Das sind die 3 Ebenen und ein Ziel: Deine Tomaten retten mit Hausverstand, Brühe, Bakterien und einem Hauch mittelalterlicher Coolness. Jetzt wird's alchemistisch. Oder besser gesagt gartentechnisch magisch. Und keine Sorge, ich zaubere hier keine Geheimformel mit Einhornstränen und Mondwasser zusammen. Nein, wir bleiben bodenständig, aber wirkungsvoll. Ich stelle euch heute hier meine ganz persönliche Mixtur gegen Braunfäule vor. Und das Beste, ich zeige euch alle Komponenten einzeln, erkläre, wozu sie gut sind und rühre das Ganze sogar vor euren Augen an. Natürlich stilecht mit einem Kunststofflöffel. Wir wollen schließlich keine Metallreaktion riskieren, wenn wir gerade eine Mikrobensuppe ansetzen. Aber bevor wir loslegen, noch ganz kurz: Ich habe die Zutaten alle gewissenhaft ausgesucht und bin auch sehr überzeugt, dass ich das Richtige habe. Alle Zutaten und Bezugsquellen habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr also die Mischung nachmachen wollt, klickt einfach auf die Links und bestellt euch alles bequem nach Hause.
Und wenn ihr über diese Links einkauft, bezahlt ihr keinen Cent mehr, aber unterstützt meine Arbeit. Denn ich bekomme eine kleine Provision von Amazon. So funktioniert Gemeinschaft heute. Ihr bekommt gesunde Tomaten und ich bekomme gesunde Gießkannen. So, und jetzt rühren wir das Ganze an. Zutat 1. 500 Milliliter Schachtelhalm-Tee. Klingt unspektakulär, ist aber die Zellwandpolizei im Pflanzenreich. Kieselsäure stärkt das Gewebe und macht die Pflanze weniger durchlässig für Eindringlinge. Also rein damit. Fast die Hälfte. Das ist 1 Liter, also 500 Milliliter ist dann die Hälfte. Zutat 2. 100 Milliliter Milch. Nein, keine Barista Hafermilch, ganz normale Kuhmilch, wie sie in jedem Supermarkt zu finden ist. Aber ich muss dazu sagen, je unbehandelter, umso besser. Aber ich habe keinen Bauern in der Nähe, der mir jetzt auf die schnelle unbehandelte Milch geben konnte. Also habe ich diese hier gekauft, 3,5%. Tja, und dann verdünnt gesprüht, wirkt sie antiseptisch und verändert das Mikroklima auf der Blattoberfläche. Und ja, wer jetzt denkt, Igitt, das stinkt dann doch bestimmt. Stimmt. Aber die Pflanzen lieben es. Zutat 3. 50 Milliliter Knoblauchextrakt. Für Pilze und Bakterien ein echter Höllentrank. Für uns aromatisch, für Vampire abschreckend, für die Tomate Schutzschild mit Duftrichtung. Zutat 4. 10 Milliliter effektive Mikroorganismen oder auch EM genannt, die guten Unsichtbaren. Sie besiedeln Blatt- und Bodenoberfläche, verdrängen Krankmacher, aktivieren die Pflanze fast wie ein unsichtbares Mikrobenballett. Zehn Milliliter. Dann habe ich hier Zutat 5. 10 Milliliter Bacillus subtilis Präparat. Der Arnold Schwarzenegger unter den Bodenbakterien trainiert das pflanzliche Immunsystem, blockiert Sporen, bleibt selbst bei Regenhaften. Dankt Haftmittel, aber dazu später. Zehn Milliliter. Und als letztes Zutat 6. 2 Liter abgestandenes Wasser, damit alles schön mild bleibt und sich mischen lässt. Nicht zu kalt, nicht frisch aus der Leitung. Mikroben sind da sehr sensibel. Also vorher einfach ein paar Stunden stehen lassen. Und da ich schon 1 Liter vorher reingetan habe, damit sich das besser mischen lässt, habe ich jetzt auch nur noch 1 Liter schönes Brunnenwasser. Und dann alles in ein Gefäß geben und mit dem Kunststofflöffel liebevoll umrühren. Fertig ist der Supertrunk. Jetzt nur noch in die Sprühflasche umfüllen und alle 10 Tage anwenden. Am besten abends. Die Mikroben danken's mit Treue und die Tomaten mit gesunden Früchten.
Und wer möchte und noch ein Sahnehäubchen draufpacken will, kann das Ganze musikalisch begleiten. Meine Empfehlung? Antonio Vivaldi. Hauptsache kein Schlager. Davon bekommt selbst Bacillus subtilis Stresspickel. So, jetzt kennt ihr meine Strategie. Aber ich wäre nicht das Greenhorn, wenn ich nicht auch eure besten Tipps erwähnen würde. Denn in den Kommentaren, Mails und Gesprächen mit euch kommt so viel praktisches Wissen zusammen, dass kein Gartenbuch der Welt mithalten kann. Zum Beispiel hat mir ein Gärtner aus Südtirol geschrieben. Er mischt fein zermahlenes Urgesteinsmehl mit Pflanzenkohle und streut das rund um seine Tomaten. Seine Begründung: Das Mehl liefert Mineralien. Die Kohle bindet Feuchtigkeit und das Ganze wirkt wie ein atmungsaktiver Schutzgürtel für den Wurzelraum. Seine Tomaten sind angeblich so fest, dass man Nägel mit ihnen einschlagen könnte. Gut, das habe ich nicht ausprobiert, aber die Bilder waren beeindruckend. Eine Zuschauerin aus Norddeutschland setzt auf Milch kombiniert mit Lavendelhydrolat. Sie sagt, seitdem riechen ihre Tomaten nicht nur gesund, sondern wie ein französisches Hotelkissen nach Zimmerservice und die Braunfäule hat sich bis jetzt ferngehalten. Und dann kam noch ein Tipp aus Österreich. Effektive Mikroorganismen, also EM, gemischt mit einem Schuss Neemöl. Eigentlich zur Schädlingsabwehr gedacht, aber offenbar auch vorbeugend gegen Braunfäule. Der Duft, naja, wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig. Die Wirkung bei ihm seit 3 Jahren kein Ausbruch mehr. Na und der Clou an all diesen Geschichten, sie zeigen, wie kreativ Gärtner denken. Aber, und das ist wichtig, bitte nie blind übernehmen. Was in Bayern hilft, kann in Brandenburg nach hinten losgehen. Also erst kleinflächig testen, dann langsam ausweiten. Und jetzt mal Tacheles. Backpulver gehört in Kuchen, nicht in die Sprühflasche. Warum? Ganz einfach. Backpulver enthält Natrium und das blockiert die Aufnahme von Magnesium und Kalium. 2 Nährstoffe, die deine Pflanze in der Abwehr dringend braucht. Wer also großzügig Backpulver verteilt, meint es gut und erreicht genau das Gegenteil. Das ist wie, wenn du dein Team im Fußballtraining mit zusammengebundenen Schnürsenkel antreten lässt und dich wunderst, dass keiner ein Tor trifft. Also, lass das Backpulver in der Küche, neben dem Mehl und nicht neben der Gießkanne. Wer Pilze bekämpfen will, braucht schon mehr als einen Gugelhupf. Tja, und was? Was, wenn es trotz aller Mühe trotzdem passiert? Wenn der Pilz zuschlägt wie ein ungebetener Partygast mit matschigen Absichten? Dann heißt es sofort handeln. Befallene Blätter ab und zwar rigoros. Und nein, nicht auf den Kompost, sondern ab damit in den Restmüll. Von unten wässern, nicht über die Blätter duschen, wie bei einer tropischen Orchideenparty. Wenn nötig, Radikalschnitt. Und ja, ich weiß, das tut weh. Aber besser Kurzschmerz als dauerhafte Frusttomate. Danach lüften, sprühen und hoffen. Und dir selbst einen Tee aufbrühen zur Beruhigung. Vielleicht Kamille oder einen Ziteritis oder auch beides. Und falls wirklich alles dahin ist, atme tief durch, vergieß ein Tränchen und dann setze neue Pflänzchen nach. Sag dir, dieses Jahr war nur das Training, das Comeback folgt im nächsten. Denn Braunfäule ist kein Todesurteil. Sie ist ein Lehrer, ein nerviger, sporenschleudender Lehrer, aber einer, von dem du was lernen kannst, nämlich auf dein Beet zu achten. Vorbeugen, Mikroben lieben und nicht jeden TikTok-Tipp glauben. Sie zeigt dir, wie lebendig dein Garten ist und wie sehr es auf dich ankommt. Denn mit jedem Samen, jeder Idee und jedem neuen Versuch wächst nicht nur die Pflanze, sondern auch du als Gärtner. Und wenn du mal
bewusst deine erste gesunde Tomate erntest, trotz aller Wetterkapriolen, trotz aller Zweifel, dann weißt du, du hast gesiegt. Mit Milchspray, Knoblauchfahne und einer ordentlichen Portion Humor. Also bleib grün, dein Greenhorn mit Sprühflasche, Schaufel und einem festen Glauben. Wir sehen uns bald wieder hier bei Greenhorns Gartenwelt. Bis dann.